Unsere Stadt hat sich nun weiterentwickelt, nachdem wir unsere Bürger mit Nahrungsmitteln versorgt haben. Und wir haben jetzt die einfache Karte. Und unsere Bürger möchten nun Zugang zur religiösen Einrichtung. Der Pantheon der alten ägyptischen Kultur war riesig gewesen. Hier bei Pharao haben wir 5 Gottheiten, die wir huldigen müssen. Ich werde die Gottheiten im Einzelnen später noch vorstellen. Wie bei Caesar 3 sind unsere Gottheiten sehr eifersüchtig untereinander und wir müssen gut aufpassen, dass wir alle Gottheiten mit dem genügenden Respekt und Huldigung begegnen. Die Bauwerke zur Verehrung unserer Gottheiten finden wir hier bei den religiösen Einrichtungen. Dort haben wir 3 Gebäudetypen, die wir errichten können. Der Schrein ist das einfachste religiöse Bauwerk und ist nur ein Feld groß. Da er keine Mitarbeiter benötigt, sendet er auch keine Priester aus und somit haben unsere Bürger auch keinen Zugang zur religiösen Einrichtung. Er dient nur der Huldigung der entsprechenden Gottheit. Wie Wohngebäude können 2 Schreine hintereinander von einer Straße entsprechend von einer Feuerwache oder Architekturbüro gewartet werden. Der Schrein ist perfekt, um Lücken zu füllen, weil er überall mit nur einer Feldgröße hinpasst und unsere Gottheiten dadurch entsprechende Huldigung bekommen. Die eigentliche religiöse Kultstätte ist der Tempel. Der Tempel ist 3 mal 3 Felder groß und er benötigt Mitarbeiter und sendet Priester aus, die dann den Zugang zu den religiösen Einrichtungen bei unseren Bürgern ermöglicht. Der Tempelkomplex ist ein wirklich großes Gebäude in den Abmessungen 7 mal 13. Stellt also sicher, dass ihr noch genügend Bauland in eurer Stadt zur Verfügung habt, um dieses große Gebäude zu errichten. Der Tempelkomplex benötigt 50 Mitarbeiter, also auch hier jede Menge an Arbeitskräfte, die zur Verfügung stehen sollten. Und wir können den Tempelkomplex nur einmal bauen. Seid also sicher, welcher Gottheit ihr diesen Tempelkomplex widmen wollt. Natürlich hat so ein großes Gebäude eine ungeheure Wirkung auf die Gottheit, für die der Tempel errichtet worden ist. Hier könnt ihr definitiv mit einem großen Wohlwollen und Segen rechnen. Wir können den Tempelkomplex noch anderen Gottheiten widmen, indem wir einen Altar und ein Orakel bauen. Dazu werde ich aber später bei der Beschreibung der einzelnen Gottheiten noch eingehen. Neben der Größe und der Menge an Arbeitskräften, die der Tempelkomplex benötigt, ist er noch recht teuer im Bau. 2400 Deben benötigen wir, um dieses Gebäude zu errichten. Unter den religiösen Gebäuden finden wir auch die Monumente. Hier werde ich aber in einem separaten Tutorium drauf eingehen. Und zum Schluss finden wir hier unter den religiösen Einrichtungen auch den Festplatz. Wir können Feste nicht einfach so feiern. Wir müssen einen Festplatz errichten und dieser muss auf einer Kreuzung gebaut werden. Ich habe das jetzt mal hier vorbereitet und er baut sich nirgendwo auf. Und komme ich jetzt hier zu dieser Kreuzung, kann ich ihn errichten. Nur wenn ich den Festplatz gebaut habe, habe ich die Möglichkeit, Feste auszurichten. Wie der Status der Gottheiten zu unserer Stadt ist, sehen wir hier bei den Beratern, und zwar hier der Aufseher der Tempel. Hier sehen wir die Gottheiten, wie viele Tempelkomplexe, Tempel oder Schreine errichtet worden sind, wie lange das letzte Fest her ist und wie der Status ist. Und wir sehen, dass unsere Gottheiten im Moment alle gleichgültig sind. Eine Neuerung bei Pharao ist, dass jede Stadt und jede Provinz einen sogenannten Schutzgott hat. In diesem Fall ist das hier der Gott Re. Dieser muss immer etwas mehr Aufmerksamkeit bekommen als die lokalen Gottheiten.
Das muss man berücksichtigen, damit man sich nicht den Zorn des Schutzgottes auf sich zieht. Es kann auch sein, dass in einigen Städten oder Provinzen einige Gottheiten überhaupt nicht verehrt werden. Das kann man dann halt hier entsprechend dann sehen. Hier in diesem Fenster können wir Feste für unsere Gottheiten entsprechend ausrichten. Hier können wir sehen, wie lang das letzte Fest schon her ist, und wir können hier ein Fest entsprechend in Planung geben. Und wie bei Caesar 3 können wir hier die Gottheit aussuchen und wir haben die Möglichkeit, 3 Feste entsprechend auszuwählen. Das gewöhnliche Fest, das üppige Fest und das gewaltige Fest. Alle Arten der Feste unterscheiden sich in den Kosten und auch in den Ressourcen, die gebraucht werden, nämlich beim gewaltigen Fest. Hier ist es Bier, und mit jedem Fest, was wir abhalten, steigen auch die Kosten und natürlich auch die Ressourcen. Und je üppiger das Fest ist, desto stärker ist die Wirkung auf die Gottheit, zu deren Ehren das Fest abgehalten wird. Ich empfehle immer das üppige Fest, weil dieses im Vergleich Kosten und Wohlwollen zur Gottheit das beste Verhältnis darstellt. Der Status der Götter zu unserer Stadt wird natürlich beeinflusst durch den Bau von religiösen Einrichtungen und von Festen, die wir entsprechend abhalten. Wenn wir unseren Gottheiten nicht den gebührenden Respekt darbieten, verärgern wir sie. Und wenn wir weiterhin sie vernachlässigen, werden sie böse. Hier dargestellt durch die Blitze. Und je mehr Blitze die Gottheiten haben, desto ärgerlicher sind sie mit uns. Was letztendlich zu einem Fluch führen kann, der unsere Stadt dann entsprechend trifft. Aber es geht auch anders. Wenn wir genügend religiöse Gebäude errichten und Feste abhalten, sind unsere Gottheiten milde gestimmt. Wenn sie richtig glücklich mit unserer Verehrung sind, sind sie sehr wohlwollend. Hier gekennzeichnet durch dieses blaue ägyptische Symbol. Und wenn wir Glück haben, werden wir gesegnet. Welche Flüche und welchen Segen die Gottheiten haben, werde ich jetzt bei der Beschreibung der einzelnen Gottheiten erläutern. Die erste Gottheit, die wir huldigen können, ist Osiris, der Gott der Landwirtschaft. Er beeinflusst die jährliche Überschwemmung des Nils und somit die Fruchtbarkeit unserer Felder im Nilschlamm. Von daher ist diese Gottheit auch sehr wichtig, wenn wir im Bereich des Nils unsere Stadt gründen und wir unsere Landwirtschaft im fruchtbaren Nilschlamm betreiben. Wenn wir Osiris genügend huldigen, wird er uns segnen und die nächste Überschwemmung besser ausfallen lassen. Oder sogar die Ernteerträge auf unseren Feldern im Nilschlamm verdoppeln. Ist allerdings Osiris zornig mit uns, wird die nächste Überschwemmung schlechter oder gar ganz ausfallen. Oder unsere Felder im Nilschlamm werden von Osiris zerstört. Wenn wir einen Tempelkomplex für Osiris errichtet haben, können wir davon ausgehen, dass wir in den nächsten Jahren gute Überschwemmungen bekommen. Osiris hat 2 Untergottheiten, die wir huldigen können, wenn wir den Tempelkomplex errichtet haben. Wir finden das hier. Religiöse Einrichtungen. Wenn wir dann auf Tempelkomplex gehen, können wir die Gottheiten sehen und was wir bauen können, damit wir sie entsprechend huldigen können. Die beiden Untergottheiten von Osiris ist Sobek und Min. Wenn wir den Altar oder das Orakel bauen wollen, klicken wir dieses an und dann sehen wir, wie halt beim Altar die Vorderfront des Tempelkomplexes verändert wird. Beim Orakel ist es der Mittelteil, der der Gottheit geweiht wird. Der Gott Sobek ist der Gott der Fruchtbarkeit. Diese Gottheit sorgt dafür, dass unsere Bürger weniger Lebensmittel verbrauchen als normal. Min ist der Gott der Regeneration. Er fördert die schnellere Regeneration von Rohmaterialien, die verbraucht werden, wie zum Beispiel Holz oder Papyrus, und sorgt auch dafür, dass die Bestände von Wild und Fisch sich schneller regenerieren. Die nächste Gottheit ist Ra, Gott des Königreichs und des Handels.
eine wichtige Gottheit, da sie unsere Königreichswertung beeinflusst und den Handel verbessern kann. Ist Ra wohlgesonnen mit uns, segnet er, indem er unsere Königreichswertung erhöht. Ein weiterer Segen ist, dass unsere Handelspartner ein Jahr lang mehr Exportgüter bei uns kaufen als normal. Und Exporte können für ein Jahr im Preis sich um 50% steigern. Ist Ra ärgerlich mit uns, kann die Königreichswertung fallen. 4 bis 5 Punkte oder im schlimmsten Fall sogar 10 bis 20 Punkte. Ein weiterer Fluch, der uns treffen kann, sorgt dafür, dass Händler weniger kaufen als normal. Der Bau eines Tempelkomplexes für Ra verstärkt den Effekt, dass ein Segen unsere Königreichswertung erhöht. Zudem reduziert ein Tempelkomplex die Zinsen, die wir zahlen müssen, wenn wir ein weiteres Darlehen aufnehmen müssen. Ra hat 2 Untergötter, Maat und Horus. Maat ist die Göttin der Gerechtigkeit. Sie senkt die Kriminalität und Straftaten in unserer Stadt. Horus ist der Gott des Pharaos. Er hebt die Stimmung in der Bevölkerung, sodass wir mehr Steuern und gleichzeitig weniger Löhne zahlen können. Die nächste Gottheit, die ich vorstellen möchte, ist Phat, Gott des Handwerkes. Ebenfalls ein wichtiger Gott, da er die Industrie in unserer Stadt beeinflusst. Und da wir in unserer Stadt immer Güter produzieren, sollten wir diese Gottheit gebühren, ehren und respektieren. Ein Segen von Phat füllt ein Lagerhaus mit freien Kapazitäten, entweder mit Ton, Töpferwaren, Flachs, Leinen, Edelsteinen oder Schmuck. Oder der Warenbestand von Werften, Webereien oder Juweliere werden aufgefüllt. Trifft uns der Fluch von Phat, wird ein Lagerhaus mit all seinen Gütern zerstört. Ebenfalls können Minen, Produktionsstätten oder Steinbrüche von Phat zerstört werden. Der Bau eines Tempelkomplexes für Phat steigert generell die Produktion unserer Industrie, wie zum Beispiel Minen, Werften, Juweliere oder Weber. Wir können aber dieses noch weiter steigern, indem wir die Untergottheiten von Phat huldigen. Die Untergötter von Phat ist Amun und Thoth. Amun ist der Gott der Sonne. Steinbrüche, Holzfäller und Ziegeleien arbeiten schneller. Gleichzeitig wird der Bau an den Monumenten beschleunigt. Thoth ist der Gott der Weisheit. Er verbessert die Qualität der Bildung in unserer Bevölkerung. Die nächste Gottheit, die ich vorstellen möchte, ist Seth, Gott der Zerstörung. Dieses ist unser Kriegsgott und bei allen militärischen Aktivitäten sehr wichtig. Ein Segen von Seth schützt unsere Soldaten, die für das Königreich in entfernten Schlachten kämpfen. Ein weiterer Segen tötet einige Feinde, die unsere Stadt angreifen. Erzürnen wir Seth, trifft uns sein Fluch und er zerstört ein Fort, einschließlich Soldaten mit den besten Kampf- und Kriegserfahrungen. Ein weiterer Fluch kann unsere Kriegsschiffe zerstören oder einen Hagelschauer heraufbeschwören, der einige Soldaten und Bürger in unserer Stadt tötet. Der Bau eines Tempelkomplexes verbessert generell die Moral und Kampferfahrung unserer Soldaten. Die 2 Untergötter von Seth sind Anubis und Sachmet. Anubis ist der Gott des Todes. Er bewirkt, dass Einbalsamierer weniger Leinen benötigen. Sachmet ist der Gott des Krieges. Er bewirkt, dass Priester die Macht haben, die Kriminalität zu senken und Kriminelle einzusperren, die sie auf der Straße finden. Die letzte Gottheit, die wir hier bei Pharao huldigen können, ist Bast, die Göttin des Heimes. Sie sorgt generell für eine gute Stimmung in unserer Bevölkerung. Segnet uns Bast, veranstaltet sie ein Fest für alle Gottheiten. Dafür ist natürlich ein Festplatz nötig und alle anderen Gottheiten haben natürlich ein Wohlwollen, da für alle Gottheiten das Fest abgehalten wird.
Ein weiterer Segen ist, dass Vorräte von Nahrungsmitteln in den Häusern unserer Bürger und Basare aufgefüllt werden. Trifft uns allerdings der Fluch von Bast, wird das weit entwickelste Wohngebiet zerstört oder mit einer Seuche heimgesucht. Bauen wir einen Tempelkomplex für Bast, wird der Verbrauch von Gütern bei den Bürgern gesenkt. Die Wirkung von Künstlern und anderen Dienstleistern aus den Bereichen Bildung und Gesundheitseinrichtungen hält länger an. Bast hat zwei Untergötter, nämlich Isis und Hathor. Isis ist die Göttin der Gesundheit. Sie bewirkt, dass Priester Häuser von Seuchen befreien kann und die Stadtgesundheit weiter verbessert wird. Hathor ist die Göttin der Liebe und Freude. Sie sorgt dafür, dass die Stimmung in der Stadt gesteigert wird und dadurch unsere Stadt attraktiver für Immigranten werden und somit mehr neue Bürger in unsere Stadt einwandern. Wir werden jetzt hier in unserer kleinen Stadt die Tempel errichten. Bevor wir das aber machen, werden wir hier unsere Nahrungsproduktion noch etwas weiter vorantreiben. Wir brauchen ja auch weiter neue Bürger. Also bauen wir hier nochmal 3 Kichererbsenfarmen. Ja, sehr gut. Die nächste Überschwemmung wird hervorragend sein. Das ist sehr gut. So, das müssen wir hier noch verbinden und dann brauchen wir natürlich auch noch Bewässerungsgräben. Re ist unser Schutzgott und wundert euch nicht, dass ich manchmal Re oder Ra sage. Beide Namen können für die gleiche Gottheit verwendet werden. Wir müssen also für Re etwas mehr Aufmerksamkeit aufbringen als für die lokalen Gottheiten. Gut, dann errichte ich jetzt auf jeden Fall einen Tempel für Re. Und ich würde noch einen Tempel für Osiris errichten, damit wir immer gute Überschwemmung bekommen. Der kommt dann jetzt hier hin. Ja, und ich werde hier nochmal ein paar Parzellen ausweisen, die wir ja jetzt für die ganzen Mitarbeiter benötigen. So, und wir sehen schon hier, der Tempel hat hier oben das Fähnchen, das heißt, er ist jetzt mit Arbeitskräften versehen. 8 werden benötigt. Und für die anderen Gottheiten werden wir Schreine errichten. Das heißt für Part und für Set und für Bast. So, und Re kriegt noch einen Schrein dazu. Die einzige, der jetzt keinen Schrein bekommen hat, ist Osiris, aber ich denke mir mal, das sollte jetzt reichen. Und da sehen wir schon unseren ersten Priester, der jetzt die Straßen entlang geht. Ja, und unsere Gebäude haben sich weiterentwickelt zur festen Karte. Die benötigen jetzt Zugang zu einem Wasserträger, das heißt zu einer Zisterne. Aber nicht nur Wasser benötigen unsere Gebäude, auch hier zum Beispiel diese Gebäude können sich nicht weiterentwickeln, weil die Attraktivität zu schlecht ist. Das wird unser nächstes Thema sein: Attraktivität, Wasserversorgung und Steuern. Bis dahin sage ich Tschüss, euer Dominus.